ihr Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich habe heute mal eure Top-Favoriten aus dem letztjährigen Parfum-Adventskalender mitgenommen, da ich mir dachte, vielleicht sind das ja auch Düfte, die allgemein hier in der Community gut ankommen. Und an der Stelle möchte ich nochmal Danke sagen an alle, die uns letztes Jahr ihr Vertrauen geschenkt haben und mit uns gemeinsam in der Adventszeit eine richtig schöne 24-tägige Duftreise gemacht haben. Ich hoffe, ihr habt auch einen Duftfavoriten finden können. Und der erste Duft, der richtig gut bei euch angekommen ist und worüber ich mich ehrlicherweise sehr gefreut habe, ist der Lethe von Ulrich Lang New York. Ich habe erst zuletzt ein Video zu cremigen Wohlfühldüften gemacht, wo auch der Lethe mit dabei ist. Das ist wirklich ein sehr, sehr toll meditativer Duft und richtig cool, dass euch der auch so gut gefällt. Der startet schon so schön hell mit einer zarten Bergamotte in Kombination mit Lavendel. Das ist auch das, was so wirklich sehr beruhigend wirkt und eben dieses Meditative mit reinbringt. Wir bekommen auf jeden Fall sehr schnell was Holziges mit rein. Im Verlauf entwickelt sich der Duft aber auf jeden Fall sehr cremig. Er wird hautnah. Das ist kein Duft, der schreit. Also die Projektion ist jetzt nicht wahnsinnig groß, aber er wird dennoch von deinem Umfeld wahrgenommen werden. Wenn du zum Beispiel Auto fährst, wenn du im Büro bist, also überall da, wo die Distanz jetzt nicht zu groß ist, bin ich mir sicher, dass der trotzdem auffällt. Wenn ich den Duft trage, werde ich auf jeden Fall sehr oft darauf angesprochen und man könnte jetzt meinen, ich nehme den ja im Umfeld niemand wahr. Das stimmt aber nicht, sondern das ist einfach so ein schöner Wohlfühlduft, der bei deinem Umfeld richtig, richtig gut ankommt. Ich finde, das ist ein Duft für alle die sagen, eigentlich möchte ich kein Parfum tragen, mir ist es zu intensiv oder ich bekomme vielleicht auch Kopfschmerzen von Düften. Der Lethe, da bin ich mir sicher, ist genau für die Person wirklich der perfekte Duft. Für mich ein absoluter Wohlfühlduft für den Alltag, den man immer tragen kann, unisex, und ich sehe wirklich gar keine Einschränkungen. Das ist wirklich ein richtig Top-Duft und ich bin mega happy, dass ihr ihn auch so feiert. Love at First Sight von Inuit Nomad ist der nächste Duft, der von euch über die Instagram-Umfrage, die wir gestartet haben, echt oft genannt werdet, und ich kann es total verstehen. Ich selbst habe den Duft das letzte Jahr das erste Mal gerochen und ich finde auch dieses Case passt perfekt zu diesem Duft, denn das ist ein Duft, wo auf jeden Fall alle Flieder-Liebhaberinnen da draußen, und ja, es ist eher ein femininer Duft, auf ihre Kosten kommen werden. Der startet schon im ersten Riechen blumig, frisch. Irgendwie haben wir ein bisschen was Molekülartiges im allerersten Riechen, das verschwindet aber. Bleiben tut aber eine gewisse Frische und relativ schnell kommt dann eben Flieder mit raus. Also das ist wirklich ein sehr femininer, verspielter Duft, wie ich finde, der super jetzt auch in den Frühling passt, der da kommt und einfach richtig gute Laune gibt, so ein bisschen verspielt ist. Und was auch schön ist, ist bei dem Duft, dass im Hintergrund immer so eine leicht grüne Note auf jeden Fall auch mit rauskommt. Der bleibt im gesamten Verlauf blumig, frisch, eben leicht grün. Für mich wirklich ein sehr schmeichelhafter, femininer Duft, eben für die wärmere Jahreszeit, für den Alltag, fürs Büro, also da sehe ich überhaupt keine Einschränkungen. Wir haben in dem Duft auch was ganz leicht Saures, Erfrischendes, eben durch Passionsfrucht, ohne dass der Duft jetzt zu fruchtig wird, aber das schwingt auf jeden Fall mit die ganze Zeit. Ja, erinnert mich an einen wunderschönen Frühlings- oder Sommertag, wo eben gerade die Blüten aufgehen. Vielleicht ist der Tau noch so ein bisschen da, was dieses Frische mit reingibt. Für mich wirklich ein sehr, sehr schmeichelhafter Duft. Wir gehen in die gourmandige Richtung mit Poca von Père Noir. Ein Duft, der auch erst im letzten Jahr rausgekommen ist. Und ich freue mich mega, dass der bei euch unter den Favoriten mit drin war. Denn das ist wirklich so ein Duft, der erinnert mich persönlich so ein bisschen an meine Kindheit. Denn da ist Popcorn mit drin und Apfelkuchen, was Zimtiges. Und ja, das ist für mich irgendwie Kindheit. Ja, da mischt sich Karamell, Popcorn mit Zimt und einer schönen Apfelkuchennote mit rein. Wunderschön süß, gourmandiger Duft, wie ich finde, der aber wirklich auch sehr, sehr gut unisex zu tragen ist. Was ich an dem Duft sehr schön finde, ist, dass wir auch geröstete Haselnüsse mit drin haben. Das heißt, wir haben unterschiedlichste Gourmandnoten, die für mich persönlich jetzt aber in der Gesamtkomposition nicht zu viel werden. Das heißt,
Der Duft ist wirklich super schön rund komponiert, sehr harmonisch, sehr gut aufeinander abgestimmt, sodass er jetzt meine Nase mit diesen unterschiedlichsten Gourmand-Noten nicht überflutet, sondern wirklich so ein Gesamtbild schafft, das einfach wahnsinnig lecker ist. Was schön an diesem Gourmand ist, warum er mir auch so gut gefällt, ist, dass im Verlauf Hölzer mit reinkommen. Der ist natürlich süß, aber ich finde nicht pappsüß, sondern Pernod Noir hat da wirklich eine sehr, sehr gute Balance drin gefunden, den Duft reichhaltig und süß zu machen und trotzdem eben was ganz leicht holzig Trockenes nochmal mit reinzugeben, sodass der wirklich perfekt zu tragen ist. Von der Sillage und der Haltbarkeit her ist der Duft wirklich top, sodass du wirklich richtig lange Freude damit hast. Und wo wir schon in der gourmandigen Richtung sind, lass uns doch mal zum Halba-Kiss von Aujar kommen. Es ist kein Geheimnis, dass ich Aujar als Marke wahnsinnig gerne habe. Umso mehr hat es mich gefreut, dass der Halba-Kiss auch ein Top-Parfum von euch war. Und während wir mit dem Poker so in meiner Kindheit unterwegs waren und auch Süßspeisen haben, gehen wir jetzt eher in eine etwas orientalische Richtung mit dem wunderschönen Halba-Kiss. Der hat schon einen wahnsinnig süßen Start, aber schön untermauert mit unterschiedlichen orientalischen Gewürzen. Unter anderem ist da auch Pistazie mit drin, was wirklich ganz, ganz toll eingehüllt ist durch diesen richtig süßen, fast schon klebrigen Honig, der damit rauskommt. Das ist für mich auch ein wirklich guter Unisex-Gourmand-Duft, der eben so ein bisschen an Baklava erinnert, einen orientalischen Touch mit drin hat, aber auch super, super schön zu tragen ist. Und wie man es von Aujar auch gewohnt ist, ist hier Sillage und vor allem auch die Haltbarkeit richtig, richtig gut. Also das ist auch wirklich ein Duft, der auf der Haut wirklich richtig lange wahrnehmbar ist. Hier im Verlauf definitiv auch eine schöne, leichte Rose mit drin, ohne dass sie zu viel Oberhand gewinnt, aber wir machen uns nichts vor. Dieser Halba-Kiss, der bleibt einfach süß, der bleibt gourmand, aber er wird nicht zu klebrig, auch wenn der Honig einen großen Teil dazu beiträgt, aber eben durch diese orientalischen Vibes, die da mit reinkommen, bleibt der Duft wirklich immer sehr, sehr angenehm in der Nase und hat auch einen spannenden Verlauf dadurch. Und auch beim letzten Duft, den ich heute dabei habe, hat es mich gefreut, dass es der in eure Top-Favoriten geschafft hat, denn Azure Blush von Perroy haben wir noch gar nicht so lange im Sortiment und es freut uns natürlich umso mehr, wenn wir dann auch noch Düfte für euch aussuchen, die euch dann so gut gefallen. Da sagen wir dann immer, ja, wir haben unseren Job ganz gut gemacht. Insofern freut es mich, dass der Azure Blush es gleich in eure Top-Favoriten geschafft hat. Der geht in eine komplett andere Richtung. Der ist richtig schön feminin, girly, verspielt. Auch der erinnert mich wie der Love at First Sight an so einen schönen Frühlings- oder Sommertag. Hier aber eine sehr rosane Kombination mit Litschi, mit Pfingstrose und eben mit Rhabarber. Das ist erfrischend, aber trotzdem sehr süß. Es ist ein blumig, süß, fruchtiger Duft, der so unkompliziert zu tragen ist, der wirklich richtig gute Laune macht. Ich würde den Azure Blush überall hintragen, Büro, Freizeit, überall dann, wenn ich mich einfach gut fühlen möchte. Der hat nämlich so eine schöne Portion Frische nochmal mit drin. Ich finde, dass der nie zu extrem süß wird. Also wir machen uns nichts vor, der ist süß-fruchtig, aber er hat einfach so einen frischen Vibe, was ihm wirklich seine Leichtigkeit auch so ein bisschen verleiht. Und wenn du jetzt sagst, hey, du hast mich neugierig gemacht mit einem von den Düften oder ich habe vielleicht sogar deinen Favoriten aus dem Parfum Adventskalender mit dabei und du möchtest ihn in 8 ml nochmal ausgiebiger testen, dann hast du jetzt die Möglichkeit dafür und kannst einen von diesen Düften gewinnen. Dafür wie immer einfach den Channel abonnieren, Video liken und mir einen Kommentar da lassen, welchen von diesen Düften du gerne gewinnen möchtest. Und mit ein bisschen Glück ist er auch schon bald bei dir zu Hause. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin alles Liebe. Ciao, ciao.